Wir bei der SGF, wir haben bei uns eine relativ hohe Fertigungstiefe und haben dementsprechend auch noch den ein oder anderen manuellen Prozess. Deshalb war gerade der Besuch auf einer Veranstaltung sehr interessant, als die Cobots vorgestellt worden sind. Dann war der Gedanke, Mensch, wenn wir damit die Chance haben, Prototypen relativ einfach umzusetzen, dann haben wir ganz neue Möglichkeiten. Ich habe mir gedacht, die brauchen wir unbedingt in der SGF. Um den Vorgesetzten und den Geschäftsführer zu überzeugen, dass wir so eine Technik ausprobieren wollen, waren die Argumente eigentlich relativ klar auf der Hand. Mensch, wir können jetzt selber mit einem geringen Risiko viel schneller und viel besser die Prozesse so gestalten, wie sie für uns passen. Und da habe ich schon auch meine Chance gesehen, hier über den Leih-Cobot mal an den Start zu gehen und zu gucken, okay, komm, wir beweisen mal, was die Technik kann. Dann war natürlich klar, jetzt braucht man jemanden, der das auch umsetzt. Und mir ist dann schon jemand eingefallen, der schon immer Lust auf so eine Technik hatte. Der Manuel. Natürlich war ich Feuer und Flamme, weil neue Technik und es ist immer spannend, aber da ich schon relativ viel mit den Industrierobotern gearbeitet habe, war ich doch ein wenig skeptisch. Ich bin ja ein gelernter Elektriker und vom Mechanischen haben wir beiden halt wenig Ahnung. Und dann kam eben die Idee, okay, wir brauchen da einen dritten Mann. Herr Lukas. Bei dem Projekt der Maschinenbestückung war die Herausforderung, zwei wirklich alte Maschinen möglichst einfach zu automatisieren. Die haben halt einfach auch mal ihre Zickereien, wenn ich das so nennen darf. Da haben wir auch viel diskutiert und viel probiert. Und dann hat man eben schon gesehen, okay, der OER, der bietet uns Möglichkeiten, die bieten einfach andere Roboter nicht. Also mittlerweile bin ich ein absoluter Fan von den Cobots. Bei der Einführung von der Technik muss man schon ehrlicherweise sagen, waren nicht alle begeistert. Also gerade zu Beginn hat man auch Sätze gehört wie, nein, den Schmarrn braucht eh keiner, die Roboter gehen viel zu schnell kaputt und am Ende des Tages nehmen sie auch noch Jobs weg. Nach meinem Verständnis gibt es Gründe, wie man auch die Motivation und Akzeptanz von den Mitarbeitern bekommt. Das ist auf alle Fälle der subjektive Nutzen und der war in dem Case relativ hoch, weil die Leute sehr viel Lasten heben mussten. Zum Thema Prozessstabilität muss man auch sagen, dass eine unserer ersten Anwendungen jetzt bereits seit 3 Jahren konstant läuft. Und das Ding hebt jeden Tag mehrere Tonnen, läuft gut. Um die Akzeptanz der Kollegen in dem Projekt zu stärken, sind wir täglich noch mit oben am Projekt. Wir stellen euch nicht einfach irgendwas hin und jetzt kommt es mal klar damit. Und die Kollegen werden auch immer offener. Die kommen mit Verbesserungsvorschlägen zu uns. Hey, das könnte man doch so oder so machen. Seitdem wir aktiv angefangen haben, die Cobots einzusetzen, hat sich auch der Blick ein bisschen verändert. Also man läuft mit anderen Augen durch die Produktion und denkt, Mensch, ja, da könnte was passen und da könnte man noch was machen. Aber mir war wichtig, in dem Zug die Azubis mit reinzubringen. Man merkt jetzt schon, dass die der Feuer und Flamme dafür sind. Und da wollen wir jetzt in Zukunft einfach auch die Jugend gleich mit in diese Projekte mit einbinden. Und ich glaube, jetzt haben wir einfach die Chance, noch viel mehr zu machen, viel schneller zu machen und viel besser zu machen.